Amen. Amen. We've been discussing the relationship between prophecy and morality for some time now. Wir haben jetzt schon einige Zeit die Beziehung zwischen Prophetie und die Moral besprochen. We've discussed our test, Wir haben unseren Test besprochen and hopefully people can understand why and how we developed our logic. und ich hoffe, dass ihr verstehen könnt, wie und ja, auf welche Weise wir unsere Logik aufgebaut haben. So when we take those two passages, Wenn wir diese beiden Passagen nehmen, Mark 1:15, Revelation 14:7, Markus 1, Vers 16 und Offenbarung 14, Vers 7, one says, the time is fulfilled, in dem einen Text heißt es, die Zeit ist erfüllt, and the other says, the hour of his judgment is come. und im anderen Text heißt es, das Gericht ist gekommen. How do we understand that? Wie verstehen wir das? Sister May? This fulfilling of the prophecy is a process. Die Erfüllung einer Prophetie ist ein Prozess. The fulfillment of a prophecy is a process. A bit more. And a special prophecy should be fulfilled, so we can see the prophecy fulfilled in their order, so we can see the fulfillment of the end prophecy will come. Could you repeat? Summarize that. Just like in the quote, if we the prophecy, I don't want you to remember the quote. okay, Also du musst dich jetzt nicht an das Zitat erinnern. the time is coming means we started the fulfillment of the process of prophecy. So when it says the time is come, Wenn es also heißt, die Zeit ist gekommen, The process of the fulfillment of prophecy is started. the process of the fulfillment of that prophecy has started. dann hat der Prozess der Erfüllung dieser Prophezeiung angefangen. Then we can see the step of the fulfillment of the prophecy. We can see the steps in the fulfillment of which prophecy? Und dann können wir die Schritte der Erfüllung der Prophezeiungen erkennen. Of the remark of the which lead to the prophecy, the end prophecy. We can see the Waymark, waymarks yeah, that lead to the fulfillment of the to end the fulfillment of the end or the last prophecy. Und so können wir die Wegmarken erkennen, die dahin führen, dass die Prophezeiung in Erfüllung tritt. So, and this take a time. So with this prophecy will fulfilled in a time period, and will fulfilled in their order. And this happens over a time period and in some kind of order. Und das geschieht dann in einer Zeitspanne und in einer gewissen Reihenfolge. Okay? Sister Tamina? Yes, please. Summary of what we've learned about is fulfilled. Eine Zusammenfassung von dem, was wir darüber schon gelernt haben, was es bedeutet, ist erfüllt. If you want some more direct guidance, Wir möchten noch if you leave that bit, it's what's here. das, was hier wir aufgezeichnet haben.
you can explain it any way you want, but it's a summary of when we speak about a promise, is it in the future or is it in the present? Also du kannst es auf deine Art und Weise erklären, aber es geht auch darum, um ein Versprechen. Ist es nun zukünftig oder gegenwärtig? It says is fulfilled, but we know it hasn't been fulfilled yet. Ist erfüllt, aber wir wissen, dass es noch nicht zur Erfüllung gekommen ist. An example we went to was Mark 1 verse 15, Ein Beispiel war Markus 1, Vers 15, where we saw that Christ in 29 AD said, "The time is fulfilled." wo wir gesehen So haben, I don't want to go through all of that summary. okay, ich möchte nicht durch die ganze Zusammenfassung gehen. Okay, is fulfilled means Ist erfüllt bedeutet, is that that you live in the time period dass, Live in a time period dass man in einer Zeitperiode lebt, where prophecies are fulfilled step by step. wo Prophezeiungen sich Schritt für Schritt erfüllen. Where in this example you have 4 prophecies, you have four prophecies that are on the board. Also hier hat man 4 Prophezeiungen an der Tafel. and prophecy 1 is being fulfilled. Prophecy 1 Prophecy 1 is being fulfilled, comes to its end, has been, is being, has come to its end, has been fulfilled. is being fulfilled, Also Prophezeiung 1 ist erfüllt. and therefore shows you how prophecy 4 is also coming to its end in the future. So prophecy 1 shows you that prophecy 4 is Coming to its end. going to come to its end. Also die Prophezeiung Nummer 1 zeigt dir, dass Prophezeiung Nummer 4 auch zur Erfüllung kommen wird. And the coming, that prophecy 1 has come to its end is a step towards that prophecy 4 is coming to its end. So prophecy 1 is a step that brings you to prophecy 4. Also Prophezeiung Nummer 1 ist ein Schritt dahin, dass Prophezeiung 4 oder führt dich zu Prophezeiung Nummer 4. And then prophecy 2 is coming to its end, it has ended, and then it's the next step to prophecy number 4 being fulfilled. So then you get prophecy 2, which also brings you to prophecy 4. Und dann kommt man weiter zu Prophezeiung Nummer 2, die dich dann auch in Richtung Prophezeiung Nummer 4 bringt. You tell me what you understand. Erzähl mir, was du verstehst. The process of fulfillment is that you step by step walk through it till it completely has come to its end. So the process of Fulfillment. fulfillment Der Prozess, happens step by step. Um, Is that what you said? der Prozess der Erfüllung ist also Schritt für Schritt, Until you reach the complete fulfillment. bis man die komplette Erfüllung angelangt. Brother Jim? Why do you need all this? Why is it so complicated? Warum ist es denn jetzt hier so kompliziert? Why do you need all of these steps? Warum benötigen wir all diese Schritte? Can you expand upon that a little bit more? Damit man die Wahrheit weiß. Prophecy 3 and 4 come, you have something to look at it and compare it against, to know that it's true. So we need all of these steps so that we can have an assurance that what is true. Wir benötigen all die Schritte, um die Sicherheit zu haben, dass all das dann wahr ist. So that was a question to you, that what is true? Was ist denn wahr? The kingdom of God is at hand. Which is what number? Dass das Königreich Gottes bevorsteht? I don't think it's number 4 because when it's at hand, well, when it's at hand, that doesn't mean it's completely fulfilled. So what's the purpose of all of this? Was ist denn der Zweck von all dem? To check ourselves. So if you go to this history here, the history of Christ, Wenn man zur Geschichte von Christus geht and you're in Daniel chapter 9, und du findest dich in Daniel Kapitel 9, where is all of this story leading to? wohin führt uns diese ganze Geschichte denn? It's all leading to verse 27, Alles zu Vers 27, which is what year?
Welches Jahr ist das? 34. So it's all leading to here, the Also end. es führt alles hier zum Ende 34 Need nach to go Christus. to this story. Und wenn wir diese Geschichte betrachten, Where's it all leading to? wohin führt es? So it's all leading to 1844. Es führt zu 1844. This is unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Bis das 2300 Jahre vergangen sind, dann soll das Heiligtum gereinigt werden. And this is the 490 years. Und hier sind es die 70 490 Jahre. So Die both 70 Wochen. prophecies are leading to the end. Beide Prophezeiungen führen zum Ende. So that's where you want to get to, Hierhin möchtest du gelangen, the very end. bis zum Ende. And you need all of these steps. Und man benötigt all diese Schritte, You said to do what? um was zu tun? Was hast du gesagt? To check to make sure that you've arrived at the right place. To check or to prove that you've arrived at the right place. Um sicherzustellen und nachzuvollziehen, sicherzugehen, dass man am richtigen Platz angekommen ist. And the arrival is the end. Und die Ankunft ist das Ende. Sister Kathy? certainties. We are walking in a present time where prophecy is in process and steps of being fulfilled. So we're in a certain time period Wir befinden uns also in einer gewissen Zeitspanne, where a prophecy is in process of being fulfilled. in der eine Prophezeiung sich in der Erfüllung befindet. Which prophecy is in process of being fulfilled? Welche Prophezeiungen? Number 4, the last one. Es ist die Nummer 4, die letzte Prophezeiung. Hasn't been fulfilled, but it's in process. Sie ist noch nicht erfüllt, aber sie ist in dem Prozess der Erfüllung. So let's just stop there. When we say in process of being fulfilled, Wenn wir sagen, dass etwas im Prozess der Erfüllung ist, Brother Carl, what does fulfilled mean? was bedeutet erfüllt? So I didn't hear. Completely finished. Dass es vollkommen beendet ist. It's here. Fulfilled. Erfüllt, It means fill. It means completely end or double end. also es heißt vollkommen zum Ende gekommen oder diese Doppelung des Endes. So we're in a time period Wir befinden uns in einer Zeitperiode, where the prophecy is in process of being fulfilled. in der die Prophezeiung sich in dem Prozess der Erfüllung befindet. Now these prophecies are long Also diese Prophezeiungen sind lange and they go through many processes. und sie durchlaufen viele Prozesse. Brother Roland, what's another word for process? Anderes Wort für Prozess. Process. We don't call it process. That's not the language that we normally use. Es ist also nicht den Progress, he said. Progress. But Process. Maybe a different one. vielleicht noch ein anderes Wort. So here's a prophecy. Hier haben wir eine Prophezeiung. 490 years. Diese 490 Jahre. Starts here, Sie fangen hier an. then here, here, and here. Und dann haben wir hier und dort noch eine Marke. Agree with that? 7, Hier haben wir 7, 62, 62, 3.5, 3,5 3.5. und nochmal 3,5. Agree with that? Kannst du damit übereinstimmen? So this is a process, Das ist ein Prozess. but what would we normally call this? Aber wie würden wir es nennen? Ja, Dispensation. We've got different dispensations. So what do we call these? These aren't the processes. Also wie nennen wir diese? Das sind nicht die Prozesse oder der Vorgang. What do we call these lines? Wie nennen wir diese Linien? Waymarks.
We normally call them waymarks Normalerweise nennen wir sie Wegmarken or the steps. oder die Schritte. So we could, if we had another one, (1798), Wenn wir noch eine weitere haben, 1798, April 44, April 44, October 44. Oktober 44. So we could write 1, So könnten wir 1, 2, 3. 2 und 3. First, second, third angels' messages. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. So these are the steps of a prophecy. Das sind die Schritte einer Prophezeiung We normally call it waymarks. und normalerweise nennen wir es Wegmarken. We okay with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? Sister Kathy has called it what? Sister Catherine? Schwester Kathy No, hat es Wiege benannt. She didn't say step. Sie hat nicht Schritte gesagt. Sister Aileen? That's fine. Brother Carl, do you remember? What did Sister Kathy call it? She didn't call it steps or waymarks. Schwester Kathy hat es nicht Schritte oder Wegmarken genannt. Wie hat sie es benannt? She used a different word. Something about the prophecy. Es ist etwas über die Prophezeiung. No? Sister Sue Ellen, do you remember? Okay. So we want to try and remember exactly what she said. Because we're going to make a point about that. Wir Sister möchten May? uns erinnern, was sie genau gesagt haben, weil ich möchte hier einen Punkt Sister machen. Kathy? We walked in a time period where the prophecy Just the word. process. Process. She used the word process. Sie hat das Wort Prozess oder Vorgang She benutzt. didn't want to use steps Sie or wollte nicht waymarks. Schritte oder Wegmarken benutzen. She will use the word process. Sie hat also Prozess, diesen Vorgang genutzt. Where did she get the word process from, Sister Aileen? Woher hat sie dieses Wort Prozess denn herbekommen? Why did she use the word process? Warum hat sie das Wort Prozess genommen? She took it from the quote. Wir sprechen über das Zitat. And what quote are we in? In welchem Zitat befinden wir uns denn? So we're in this one here, 102, paragraph 1, good. In diesem hier, And there's a 100. word, 1. sorry, there's a word, but it's not process. What was Und the da gibt word? es ein Wort, das war aber nicht Prozess, sondern es war ein anderes Wort. Anyone? Sorry? Oh, it does. In the quote, Read it to us. where special prophecies were in process of fulfillment in their order. Oh, it does use that. I forgot. Yeah, good. Also das Wort wird in dem Zitat genutzt. I was thinking of the word order, Und ich dachte an das Wort in der Reihenfolge. and that's why the word process is used, Und deshalb wird auch dieses Wort Prozess oder Vorgang genutzt, because it gives the connotation of steps that are connected. weil da gibt es hier so dass es Schritte sind. Okay, so the point I wanted to pick up. Den Punkt, den ich herausstellen wollte, So let's check if it does say that. I don't want to say it doesn't. lasst mich nochmal nachschauen, ob es auch wirklich so benannt wird. Yes. So in process of fulfillment. Also im Prozess der Erfüllung, So as I said, there are many processes here, so wie wir There are more than gesagt these. haben, da gibt es viele Vorgänge, viele Prozesse. and what are the ones that the quote directs us to? Und welches ist der das Zitat uns hinführt? Sister Kathy, you can carry on. With what? It says the process in fulfillment. Just want to pick up that idea because it's not picking up all the processes. Also es heißt der Prozess der Erfüllung, aber hier werden jetzt nicht alle Vorgänge herausgestellt. Which ones is it focusing on? Auf welchen liegt der Fokus? So there are special prophecies, but Bes- what defines those special prophecies? Besondere Prophezeiungen, aber was definiert diese Prophezeiungen? You said at the very beginning. Ganz am Anfang hast du es schon gesagt.
No. I'm not following. Where are we? Wo befinden wir uns? Middle. You didn't say we're in Millerite history. You said Time period. we're in a certain time period. Du hast nicht gesagt, dass wir uns in der Millergeschichte befinden, sondern in einer gewissen speziellen Zeitperiode. And what time period are we in? Und in welcher Zeitperiode befinden wir uns? Not specifically, generically. Ganz allgemein gesprochen. That's just another word for it. Which one are we in? Where are we? Dispensation, nein, noch genauer, wo befinden wir uns? 1798 Not the dates itself. Nicht die Daten selbst. So if this is the prophecy, Wenn jetzt das die Prophezeiung wäre, 2300 days, die 2300 where are we? Tage, wo befinden wir uns? in the middle. We're here? Well, if I'm doing right. Yeah, if you're doing Millerite. Yeah. So 2300 days ends when? Wann enden die 2300? So we're in the middle? 1844, also befinden wir uns in der Mitte. What depends on when they were studying. You told me when were they studying? Wann studierten Sie? You began, you told me a minute ago. Yeah, okay. Yeah. You told me it was 1798. 1798. So it's not in the middle. Also wir befinden uns nicht hier in der Mitte. So where are we in this prophecy? Also wo befinden wir uns in dieser Prophezeiung? So we're here at the end. Am Ende. This prophecy has got processes all the way through, Diese Prophezeiung hat Vorgänge den ganzen Weg hindurch or waymarks. oder auch And Wegmarken. which ones are we interested in? Und an welcher oder welchen sind wir interessiert? Which processes are we interested in? In welchen Prozessen sind wir interessiert? Processes, which ones? Welche Prozesse? These ones? Diese hier? The middle ones? Die in der Mitte? The end ones? Die am Ende sind. So what we're interested in In was wir nun interessiert sind, is the processes sind die Vorgänge at the very end ganz am Ende, which bring you to the last point. welche dich zu dem letzten Punkt führen. So it says in process of fulfillment. Es heißt ja also im Prozess der Erfüllung. So the end, Das Ende, to get here, you would start your journey here. um dort hinten anzukommen, muss man hier vorne beginnen. But the ones that we're interested in are not these ones that come all the way through here at the Aber beginning. in denen wir interessiert sind, sind nicht diejenigen hier vorne am Anfang. We're interested in these ones. Wir sind interessiert an denen hier hinten. Are we okay with that? Können wir damit The ones übereinstimmen? that are being fulfilled. Die im Prozess der Erfüllung sind. In fact, it says prophecies in the plural, Hier heißt, sagt es auch, dass es Prophezeiungen, also im Plural sind. so let's just address that issue. Lasst uns das adressieren. How many prophecies are there? Wie viele Kathy? Prophezeiungen gibt es? Many prophecies, Viele, according to the quote, gemäß dem Zitat, or a singular prophecy? oder eine einzige? Says special prophecies. We know what she says. Yeah, so plural. Also sie sagt besondere Prophezeiungen, Plural. So I'm asking how you see it. Und ich frage dich, wie siehst du es? Well, it could be one long prophecy with events. Could be one prophecy Es könnte eine Prophezeiung sein, with many steps or processes. mit vielen Schritten oder Prozessen. So if we can conceptualize this as a singular prophecy, Wir könnten es als eine einzige Prophezeiung betrachten, lots of steps, mit vielen Schritten. and because it's a singular prophecy, Und weil es eine einzige Prophezeiung ist, what must it be in was muss es dann sein? Muss sie sein, when you walk through this? wenn man hier hindurchschreitet. By definition, if it's a singular prophecy. Parts to it or sections? Definition, wenn es eine einzige Prophezeiung So ist. if this was a road Wenn das hier nun eine Straße and you wäre wanted to get to point 5, which is the end, und man hier zu Punkt 5 gelangen möchte, welches das Ende ist, how do you get to point 5? wie gelangt man zu Punkt 5? With steps. Durch gewisse Schritte. And because it's a singular path,
Und weil es nun ein einziger Weg ist by definition, you would have no choice but to do that in order. und durch die Definition, dann hast du keine Wahl, du musst in der Reihenfolge hindurchgehen. And because we see these as individual, discrete prophecies, Und weil wir hier diese Prophezeiungen als einzelne betrachten, often we don't see the connection. dann sehen wir oft die Verbindung untereinander gar nicht. But if we were to see this as a singular prophecy, Aber wenn wir sie als eine einzige Prophezeiung betrachten würden, you wouldn't even be guessing it would be by definition you'd have to have steps. dann müsstet ihr nicht In einmal order. vermuten, sondern ihr wüsstet durch die Definition, dass sie in ihre Reihenfolge kommen. Because if this is, we'll just work with this prophecy. Lasst uns mit dieser Prophezeiung arbeiten. If this is 490 miles or kilometers away, Wenn das hier nun 490 Meilen oder Kilometer wären, then this one, dann wäre diese hier, sorry, we'll go with this one, diese, then this one is 483. dann wäre diese 483. The distance is fixed because it's a singular prophecy. Der Abstand oder die Distanz ist fixiert, weil es eine Prophezeiung ist. You can't change those distances. Man kann die Entfernungen nicht ändern. And what we tend not to do is connect these thoughts together. Und wohin wir neigen, ist, dass wir diese Gedankengänge nicht miteinander verbinden. So it says special prophecies Es heißt also hier besondere Prophezeiungen, that come in their order. die in ihrer Reihenfolge kommen. And what we're interested is what? Und in was sind wir interessiert? Not just that they come in their order. Nicht nur, dass sie in ihrer Reihenfolge kommen. Sister Catherine, what are we interested in? In was sind wir denn interessiert? Which bit of the prophecy? In welchem Teil? An welchem Teil? So if you go to the passage, Wenn man zum Zitat geht, it says special prophecies dann heißt es, besondere Prophezeiungen were the process of what? sind im Prozess von was? You don't have it in front of you? Someone else? Jemand anders? They're in process of fulfillment. Sie sind im Prozess der Erfüllung. They're in process of being finished. Im Prozess, dass sie beendet werden. So that's what we did. Das haben wir gemacht. We took 3 prophecies Wir haben 3 Prophezeiungen and we genommen saw how each of them was coming to their end. und gesehen, dass jede zu ihrem Ende gelangt. We didn't read further on in the passage. Wir haben noch nicht weitergelesen. So if you go to, we'll skip 2 sentences. Wir überspringen 2 Sätze. The next sentence is the message of time. Der nächste Satz ist die Botschaft der Zeit. The next one says the truth was like the sun. Und in dem folgenden Satz heißt es, die Wahrheit war wie die Sonne. So the next one Und dann der nächste Satz. says historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people. Geschichtliche Ereignisse, die die direkte Erfüllung von Prophetie aufzeigen, wurden den Menschen vorgelegt. Are we all there? Sind wir alle da Are in you diesem there, Satz? Sister Sue Ellen? No? Historical. It's still 102, paragraph 1. Sind wir noch zweites Band der ausgewählten Botschaften, 102, Abschnitt 1 im Englischen. We there? So historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people. Also geschichtliche Ereignisse, die die direkte Erfüllung von Prophetie zeigen, wurden den Menschen vorgelegt. And this is the important part. Und jetzt kommt der wichtige Teil. And the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. Und die Prophezeiung wurde als eine bildlich dargestellte Abfolge von Ereignissen dargestellt, die zum Ende der Weltgeschichte führt. Are you there, Brother Roland? Bist du dort? How many prophecies? Wie viele Prophezeiungen?
the number. Also die Anzahl. At the beginning, I'll read at the beginning, it says special prophecies, lots of them. Am Anfang heißt es besondere Prophezeiungen, also viele. And now in this sentence, how many prophecies are Und there? in diesem Satz, wie viele heißt es hier? One. One. Good. Eine. There's one prophecy. Da gibt es eine Prophezeiung. Can you see that, Sister Sue Ellen? Kannst du das sehen? There's one prophecy, Da gibt es eine Prophezeiung. and how many events do you have? Und wie viele Ereignisse hat man? How many waymarks? How many prophecies? Wie viele Wegmarken? Wie viele Prophezeiungen? I'll tell you the number. But how many? Es heißt hier, also es nennt hier jetzt keine Nummer, aber wie viele? Several. Einige sind We'll es. go with that. So, in the original one, In dieser Originalen it says special prophecies are coming to their end. heißt es, besondere Prophezeiungen kommen zu ihrem Ende. Process of fulfillment Im Prozess der Erfüllung means the final steps of each prophecy. bedeutet die letzten Schritte dieser Prophezeiung. Prophecy number 3, Prophezeiung Nummer 3, we're only interested in the last parts. da sind wir nur in den letzten Schritten interessiert. The same with 1, 2, and 3. Genauso all bei of them. 1, 2. So that's one way of looking at it. 3, 4 prophecies, and we're looking at the last parts of each one. Also das ist eine Art, das zu betrachten. 1, 2, 3, 4 und dann nur den letzten Teil zu betrachten. And now what has she done in this sentence? Und was hat sie jetzt nun hier in diesem Satz gemacht? Sister Aileen? What has she now done in this sentence that we've just read? Was hat sie jetzt hier in dem Satz, den wir eben gelesen haben, gemacht? So she's got one prophecy. Also hier hat man jetzt nur eine Prophezeiung. So how can she have many prophecies and now one? Wie kann sie von vielen Prophezeiungen jetzt hier nur eine? Also It's a specific one. ist es eine besondere, eine spezielle? Which one? Welche? Read the passage, it tells you which one. Lest den Abschnitt, dort heißt es. Dort könnt ihr erkennen, welche es ist. In our model, which number of prophecies you're talking In about? unserem Modell hier, über welche Prophezeiung spricht sie? She said number 4. Nummer 4. Where'd you get number 4 from? Woher bekommst du jetzt Nummer 4? Ich denke, das ist die The letzte. last one. But read out the bit that tells me it's number 4. Where have you read that it says number 4? Wo hast du... The close of this earth's history. Es heißt hier das Ende der Weltgeschichte. The close of history is the end of history. Das Beschließen der Geschichte im Wortwörtlichen ist also das Ende Which is der number 4 Geschichte, for us. welches hier in unserem Beispiel Nummer 4 ist. So number 4 Nummer 4 also has several events. hat verschiedene oder mehrere Ereignisse. So what events would that be? Was wären jetzt diese Ereignisse? It would be these events, wouldn't it? Hier diese Ereignisse, nicht? Yes? So Ja? when I said let's collapse them into one prophecy, Als ich gesagt habe, lasst uns sie jetzt alle in eine Prophezeiung zusammenfügen, I'm suggesting that's what she's doing. und ich schlage vor, das ist hier das, was sie tut. She views it in two ways. Sie nutzt es auf zwei verschiedenen Weisen. Individual prophecies Einmal die individuellen Prophezeiungen and then a singular one. und dann diese einzige Prophezeiung. And all of these individual ones, Und all diese verschiedenen, which are steps to the end, welches Schritte zum Ende hin sind, they can all be understood können verstanden werden as, she says, historical events, als, wie sie sagt, geschichtliche Ereignisse, waymarks, Wegmarken, that bring you all the way to the end of this singular prophecy. die dich bis zum Ende dieser einzigen Prophezeiung führen. So as an example, Als Beispiel, prophecy number 1, Prophezeiung Nummer 1, 1798. 1798. Catherine, what prophecy is that? Welche Prophezeiung ist das? So
Sister Die Catherine 12 says the 1260. Die 1260. There it is. We went to Revelation 12, 6 and 14. Wir sind zu Offenbarung 12, Verse 6 und 14 gegangen. We're in the wilderness. Hier befinden wir uns in der Wüste, It's a time period, not a place. welches eine Zeitperiode und nicht ein Ort ist. 1260, 3.5 times. Die 1260 oder die 3,5 Zeiten. So that's where we are. Hier befinden wir uns also. And it says in process of fulfillment. Und das heißt hier in dem Prozess der Erfüllung. So in this 1260, In diesen 1260 also we'd want to see the processes möchten wir die Vorgänge oder diese Prozesse that sehen, bring you to the end. die uns zum Ende führen. And there are a few of them. Da gibt es einige We'll go with 2. und wir stellen jetzt 2 heraus. So I'm not particularly interested in the dates, Ich bin jetzt nicht so interessiert in den speziellen Daten, but I want the events. aber ich möchte die Ereignisse. So as you get to the fulfillment of number 1, Wenn wir nun zu der Erfüllung von Nummer 1 kommen, you need to track what's happening. musst du nachverfolgen, was geschieht. So we've got the 1260, Wir haben also hier die 1260 and we want to look at the last processes. und da möchten wir die letzten Vorgänge betrachten. So what are the 2 major things that happen Was sind die 2 großen Dinge, die geschehen sind, to bring us here to 1798? um uns dann zu 1798 zu bringen? Persecution ceases. Die Verfolgung hört auf. And what subject is that? Welches Thema ist das? So the first major one Also der erste is große the Punkt Jesuits. sind die Jesuiten. And the second one, Und der zweite Punkt, someone else? Sister Adi? Second major thing that brings you to 1798. Not sure? Okay. die Unabhängigkeitserklärung. So I'm going to put 2 then. I was thinking of another one. So Ich we'll hab- put the USA. Also wir markieren hier jetzt die USA. Sorry, it's so small. Tut mir leid, es ist jetzt sehr klein. Brother Carr? You don't know? Sure? Brother Arian? Science in the sun and moon. No, I won't go with that one. There are lots of them. Also es gibt viele. So we've got the dissolution of the Jesuit order, Wir haben also der Jesuitenorden, der aufgelöst wurde, the creation of the United States, das Aufkommen der USA. and what else do you need to have in place to get to 1798? Because it would have happened without the sun and stars. Das hätte nämlich auch ohne die Zeichen an Stern und Mond. Brother Carr? Did you hear that? You didn't hear what he said? What did he say? Which is whom? Das Aufkommen des Königs des Südens, welcher, wer ist? France. Good. Frankreich ist. So we have to see Wir müssen also erkennen, some events that bring you to the close. die Ereignisse, die uns zum Ende bringen. Without understanding what these 3 things mean, Ohne das Verständnis, was diese 3 Dinge bedeuten, 1798 is meaningless. It's Äh, just a date. ist dann 1798 bedeutungslos. Es ist einfach nur ein Datum. And you can do that with each of these prophecies. Und das kann man mit all diesen Prophezeiungen machen.
We didn't go through them, the Wir others, sind nicht durch die anderen hindurchgegangen, but that one's an easy one to see. aber in dieser, das ist der eine einfache, wo wir es gut sehen So können. you have to see the steps that, or the processes that come in order that bring you to its fulfillment. Man muss also diese Vorgänge, diese Schritte erkennen, die in ihrer Reihenfolge kommen. Is that okay, my sister, at the back? Ist das The okay, meine Jesuit Schwester? order is destroyed. The United States rises up, and if we say France, depending on how you look at it, is coming up or going down. Also der Jesuitenorden wurde abgeschafft, die USA kommt auf und der König des Südens als Frankreich kommt auf oder runter, je nachdem, wie man es betrachtet. Without these three things, you cannot get 1798. Ohne diese drei Dinge kann man nicht zu 1798 You get the gelangen. year, Man versteht das Jahr, but not the prophetic waymark. aber nicht die prophetische Wegmarke. So if we're okay with that, Also wenn wir damit we could do übereinstimmen, that with all of these prophecies. könnte man das mit all diesen Prophezeiungen machen. But at the end, what she does, Aber am Ende, was sie she tut, says all of this is just a singular prophecy. all das ist eigentlich nur eine einzige Prophezeiung. And what we need to do Und was wir tun müssen, is we need to look at all the steps that bring you to the end. wir müssen alle Schritte betrachten, die uns zum Ende führen. So in this waymark, Bei dieser, sorry, in this prophecy, in dieser Prophezeiung, I've taken number 4, ich habe jetzt hier die Nummer 4 gewählt and all of the ones, und all die. these shorter ones, are all part of that prophecy. Und all diese kürzeren sind Teil dieser großen. So the number 1 process Also der Nummer 1 Vorgang or waymark oder Wegmarke or event oder Ereignis, that we need to understand den wir verstehen müssen, in order to get to this waymark, um hier zu dieser Wegmarke zu gelangen, which is 44, welches 44 ist. the primary one we need to know Der primäre, was wir wissen müssen, is 1798. ist 1798. Yes? Okay? Are these the same prophecy Ist das die gleiche Prophezeiung or two separate ones? oder zwei verschiedene? The 1260, the 2300 days. Die 1260 und die 2300. Are they two separate ones or are they the same one? Sind sie zwei getrennte oder sind sie die gleiche? Who spoke? The same one. Yes? He says separate. Or two separate ones? Which one? Two separate ones. Okay, so this is Revelation 12. Das hier ist also Offenbarung 12 We could go to Daniel if you oder wanted. man kann auch zu Daniel gehen. So this is Revelation 12 and this is Daniel 8. Das Yes? Two independent prophecies. zwei unabhängige Prophezeiungen. Do you agree Aber du übereinstimmst, in page 102 dass in 102, that Ellen White says it's one prophecy? wo Ellen White sagt, dass es eine Prophezeiung She ist. says it's the prophecy. Sie sagt, das ist die Prophezeiung. Or you struggle with that? Oder hast du damit Probleme? No? No struggle? Okay, so let's Kein go to Problem. Daniel 8. Lasst uns zu Daniel 8 gehen. We're in Daniel chapter 8. Wir sind in Daniel Kapitel 8. Sister Tamina, why are we here? What do we want to prove? Warum sind wir hier? Was wollen wir beweisen? So we want to prove that it's one Wir prophecy. möchten beweisen, dass es eine Prophezeiung ist. When we say it, Wenn wir sagen es, what is the it? was ist denn das es? Es beweisen. Just give me the dates. We want to prove that 1798 and 1844 are one prophecy, Wir möchten beweisen, dass 1798 und 1844 eine Prophezeiung ist not two, as Brother Roland said. und nicht zwei, so wie Bruder Roland es gesagt hat. Okay? So we're not just going to go to the quote. Und wir gehen jetzt nicht einfach nur zum Zitat. We're going to go to Daniel 8 and see if we can prove that. Wir gehen zu Daniel 8 und sehen, ob wir das beweisen können. So everybody know why we're here. Also jeder weiß, warum wir jetzt hier diese Verse lesen. Sister Suellen? We're here to prove that this is one prophecy, Wir sind hier, um zu beweisen, dass es eine Prophezeiung ist not two separate ones. und nicht zwei unterschiedliche. 1260, 2300 days. 1260 und die 2300.
because that's how we normally look at it. Das ist, wie wir es normalerweise betrachten. But we want to see that when Ellen White says you are required to combine them, if we can do that. Wir möchten aber verstehen oder sehen, ob, wenn Ellen White sagt, dass wir sie verbinden müssen, ob wir auch in der Lage sind, dies zu tun. So this is not a new study. Das ist also hier kein neues Studium. So someone may have seen it before Vielleicht hat es jemand schon zuvor gesehen or studied it by themselves in the oder past. schon selbst in der Vergangenheit studiert. So does anybody want to have a go Möchte irgendjemand anfangen? to show that it's a singular prophecy? Anfangen zu zeigen, dass es eine einzige Prophezeiung ist. Good. Would you going to say yes as well? I don't want to embarrass myself. Okay. So it's only if it's only if someone knows they've seen the study before or they've done it before. So I don't want to embarrass anybody. Also ich möchte jetzt niemanden hier in Schwierigkeiten bringen. Es ist wirklich für diejenigen, die das Studium schon mal gesehen haben und es verstanden haben. So we're in Daniel 8, are we? So we're Wir, in Daniel chapter 8. wir sind in Daniel Kapitel 8. Go ahead. I have a short explanation. It's not. It's not long. No, it is only short. Also kurze Erklärung, keine lange. You have the Daniel 8:13 and 14. So we're in Daniel 8, 13 and 14. Daniel 8, Vers 13, 14. So just point us out to what the question is. The question is, Führe uns zu der Frage. Was ist die Frage? how long will the persecution of God's people and the sanctuary take place? Okay. How long will the persecution of the people in the sanctuary be? Also wie lange wird die Verfolgung des Volkes und des Heiligtums sein? You're not sure of what? If that was the right summary of that question. Okay, I don't think it was either. That wasn't the right summary. Also das war nicht die richtige Zusammenfassung dieser Frage in Vers 13. Should we work together? It says in the Spirit Prophecy quote, the prophecy. Im Geist der Weissagung Zitat heißt es die Prophetie oder die Prophezeiung. So in verse 13. Wir sind in Vers 13. It says the vision. Are we all okay there? In Vers 13 heißt es die Vision oder das Gesicht. Verse 13. How long is the vision? Hier heißt es, wie lange gilt dieses Gesicht? And you'll notice Und dann bemerkt man, that it talks about a number of things that happen. dass es dann einige Dinge beschreibt, die geschehen. Which must mean there are a number of processes. Welches also bedeuten muss, dass es da verschiedene Vorgänge oder diese Prozesse gibt. So we're in the vision, verse 13. Wir sind also in der Vision in Vers 13. So we're in the vision, and there are certain things happening in this vision. It concerns two desolating powers. You have it concerns the daily sacrifice and the transgression of desolation. And So there are certain things happening Also da geschehen gewisse Dinge concerning two powers, in Bezug auf zwei Mächte, the daily and the transgression of desolation. dem täglichen und den verheerenden Frevel. and they tread down the host and the sanctuary. And they destroy God's kingdom, Die dann the host and the sanctuary. Gottes Königreich zerstören, nämlich das Heer und das Heiligtum. So the question is, how long is this vision? Die Frage ist also, wie lange ist die Vision? Sorry. How long is the vision? So when does this end? When does it come to its end? Also wann kommt es zum Ende? And I'm not sure how to prove what I'm saying now, but at the moment it is. But the answer is 1798. The- real answer to this question. The real answer is 1798. Die eigentliche Antwort zu der Frage ist 1798. So the real answer to the question is 1798, but the answer that's given in 814 is 1844.
So the real answer is 1798, but the answer that's given is 1844. Also die eigentliche Antwort wäre 1798, aber die Antwort, die in Vers 14 gegeben ist, ist 1844. Okay, so That let's will be in a nutshell my answer to the question of 1798 and 1844. so we'll just go through that in a few more steps. Wir gehen jetzt hier hindurch in einigen Schritten. So verse 13 Vers 13 begins with him hearing something. fängt an, dass er etwas hört. Verse 13, I heard a conversation. Hier heißt es, ich hörte eine Unterredung. Can we see that, Können wir das sehen? Brother Roland? I heard a conversation. Two Ich- people speaking. Ich hörte, wie zwei Leute geredet haben. Tell me if you're okay. Go to verse 3. Gehen wir zu Vers 3 Go to verse 2. oder nee, Vers 2. I saw a vision. Ich schaute im Gesicht. So in verse 2, he sees the vision. Also in Vers 2 sieht er das Gesicht In verse 13, he hears two people speaking. und in Vers 13 hört er, wie zwei miteinander reden. Sister May, what are they speaking about? Worüber sprechen sie? They're speaking about how long should be the virgin. They're speaking about the vision. Also sie sprechen über dieses Gesicht. They're speaking about the vision that Daniel has just seen. Sie sprechen über das Gesicht, das Daniel eben erst gesehen hat. Are we okay with that, Sind wir soweit? Sister Tamina? Yeah? He sees a vision in verse 2, Er sieht also das Gesicht in Vers 2 and now in verse 13, they're speaking about this vision. und in Vers 13 sprechen sie nun über dieses Gesicht. And he sees the vision in 2, he hears the conversation in 13. Also er sieht in Vers 2 und hört die Unterredung in Vers 13 oder So das it's Gespräch. clear that the vision has finished. Also es ist deutlich, dass das Gesicht zum Ende gekommen ist. And we know that Das wissen wir, because after the conversation, denn nach diesem Gespräch you get to verse 15, kommt man zu Vers 15 Daniel says, und da sagt Daniel, I saw the vision ich habe das Gesicht gesehen and I wanted to know what it meant. und ich habe versucht zu verstehen, was es bedeutet. I wanted to know Ich wollte wissen, the meaning of what I saw. ich wollte die Bedeutung erkennen, von dem, was ich gesehen habe. And what he saw, Und was er gesehen hat, as we found out, began in verse 2, und das, was er gesehen hat, wie wir schon herausgefunden haben, hat in Vers 2 begonnen, where he gives the introduction of this story. wo er die Einführung der Geschichte gibt. Are okay with that? Können wir damit übereinstimmen? So in verse 2, he sees a vision. In Vers 2 sieht er also das Gesicht In verse 13, und in Vers 13 he hears two people speaking about that vision. hört er zwei Menschen miteinander darüber reden And verse 15, und in Vers 15 he wants to find out more about what he saw. möchte er nun noch mehr herausfinden von dem, was er gesehen hat. So what we want to find out is when that vision ended. Was wir herausfinden möchten ist, oder was wir herausgefunden haben, ist, wann das Gesicht geendet hat. He begins speaking about it in verse 2. Er fängt in Vers 2 an, darüber zu sprechen. In verse 2, all it says, In Vers 2 alles, was es hier heißt. I was in a certain location, Ich befand mich an einem gewissen Ort and when I was there, I saw a vision. und als ich dort war, da habe ich ein Gesicht gesehen. And then what he sees Und was er sieht, is described in verse 3. wird in Vers 3 beschrieben. I lifted up my eyes and I saw. Ich hob meine Augen auf und schaute und habe gesehen. So the vision begins in verse 3 Die Vision oder das Gesicht beginnt in Vers 3 and it ends in verse 12. und hört in Vers 12 auf. Verse 2 tells you where he had the vision. In Vers 2 sagt es uns, wo er das Gesicht hatte. Verse 3 begins to describe the vision. In Vers 3 fängt er an, das Gesicht zu beschreiben It ends in verse 12. und hört in Vers 12 auf. By the time you get to 15, he wants to know what that vision meant. Und in Vers 15 möchte er dann verstehen, was das Gesicht bedeutet. And in 13 and 14, Und in Vers 13 und 14 he sees two people talking about what he just saw. sieht er zwei Leute, die darüber sprechen, was er eben gesehen hat. Sister Tamina? It seems like the vision picks up in verse 16. So, Sister Tamina says it looks like the vision picks up in verse 16 again.
Also hier ist der Kommentar, dass in Vers 16 es so erscheint, dass hier das Gesicht wieder aufgegriffen wird oder wieder beschrieben wird. Do you agree with that, Brother Arian? That the vision picks up in 16? Beginnt das Gesicht oder fährt das Gesicht fort in Vers 16? No, he heard something. So Brother Arian said no. In verse 26, then it says. Verse 26. In Vers 26? What does that mean? Das Gesicht Not- verwahren, Not was what shut bedeutet up das? means. Why you were going to verse 26. Warum gehst du zu Vers 26? I feel like 26 is the end. Because beforehand he sees more about India, Grisha and Persia. So you want to shut up the vision, Hier wird das Gesicht verwahrt oder ja, geschlossen. and what's that? How's that helping you? Wie hilft das dir? One vision with two parts, and in between we'll have verse. How can verse 13 not be the vision? Verse 13. Yeah, because he hears the saints speaking. Isn't that also? Is he not also in vision? Also mir scheint, dass die Vision in zwei Teile ist, beziehungsweise Vers 13 ist das nicht Teil der Vision, weil er die heiligen Reden hört. Ist er da nicht auch noch im Gesicht? You tell us. Sag uns. This is a group study. Okay, this is my question. I don't have an answer. Das ist meine Frage. Ich habe keine Antwort. Es ist ein Gruppenstudium. I think it's your suggestion. Ich denke, es ist dein Vorschlag. You want to make verse 13 the vision. Du möchtest Vers 13 zum Teil des Gesichtes machen. So in verse 18, when it says, "How long shall be the vision concerning the dating?" So I guess the vision is only about the dating, the transgression of desolation. Sure. Also It's only das, about the daily and the transgression of desolation. es geht hier nur um das tägliche und den verheerenden Frevel. Therefore, the rest can't be part of that vision. Yet Daniel is in vision the entire time. So, just because Daniel's in vision for all of this story, Und nur weil Daniel jetzt im Gesicht ist für diese Geschichte hier, it doesn't mean it's the same vision. bedeutet nicht, dass es das gleiche Gesicht ist. Verse 13, Vers 13 they ask the question, how long shall be a vision heißt es, wie lang gilt das Gesicht? concerning what he has just seen? Nämlich in Bezug auf das, was er eben gesehen hat. Because and it distinguishes this between the seeing and the hearing. Also hier ist der Unterschied zwischen Sehen und Hören. And then when you get to verse 16, Und wenn man dann zu Vers 16 geht, now what's happening is the explanation of what he has seen. kommt die Erklärung von dem, was er eben gesehen hat. So it's not a continuation of the vision, it's an explanation of the vision. Also es ist keine Fortführung des Gesichtes, sondern es ist die Erklärung des Gesichtes. Are you in agreement or are you just saying yes? Übereinstimmst du oder sagst du einfach nur ja? There's a river Da gibt es einen Fluss and Daniel's here by this river. Daniel befindet sich hier bei dem Fluss. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, da können wir übereinstimmen. And what does he see? Und was sieht er? First thing what does he see? Das Erste, was er sieht, We're in verse 3. wir befinden uns in Vers 3. What does he see? Was sieht er?
He sees a Ram. ram standing by the river. Er sieht den Widder, der am Fluss steht. He sees that. Das sieht er. Then he sees a goat. Dann sieht er ein Ziegenbock. Destroying this ram, Der diesen Widder zerstört. all at the same place. Alles an dem gleichen Ort. So he's standing there and he sees all of that. Also er steht da und sieht das alles. And once that happens, Sobald das geschieht, then he sees a little horn, sieht er ein kleines Horn and he sees that little horn doing things. und er sieht, wie dieses kleine Horn gewisse Dinge tut. The little horn Dieses kleine Horn fights against God's kingdom. kämpft gegen Gottes Königreich. So if we're okay with all of that, Wenn wir damit übereinstimmen, then that finishes. das kommt dann zum Ende, wird He's still beendet. here, Er steht aber immer noch hier. and then he hears two people speaking. Dann hört er, wie zwei Leute miteinander sprechen. Then he asks, Dann stellt er die Frage, what did all of this mean that he saw? was bedeutet denn das alles, was ich gesehen habe? Then when you get to 16, Und wenn man dann zu Vers 16 he kommt, hears a man's voice da hört er eine Menschenstimme, in this location also hier an diesem Ort, to say, make Daniel understand. wo es dann heißt, erkläre ihm. And then you get to verse 17, Und wenn man dann zu Vers 17 kommt, and we'll drop down to verse 19. oder Vers 19, He says, I will make you understand. er sprach, ich möchte dir erklären. So there's another man that joins him, Also hier kommt noch ein weiterer Mann and this man und dieser Mann says, look at this. sagt, schau dir das an. I'll tell you what this means. Ich erkläre dir, was das bedeutet Then I'll tell you what this means. und dann erkläre ich dir, was dies bedeutet. And then I'll tell you what this means. Und dann, was das Folgende bedeutet. So the vision has finished, Die Vision hat also aufgehört and if you like, Um, it's all frozen in time. und wenn du so magst, dann ist das alles in der Zeit so eingefroren Now he comes back und dann kommt er zurück and he begins to comment on all of these things. und kommentiert nun all das. He says, the thing that you just saw, he could point to it. Und die Dinge, die du eben gesehen hast, und er kann darauf hinzeigen, He tells you this is Medo Persia, Greece, kann er sagen, dass das Medo-Persien und Griechenland ist and a king of fierce countenance, und das Königreich an angry king. mit schrecklichem Angesicht. So this person, when he speaks to Daniel, just explains what he saw. Wenn also diese Person mit Daniel spricht, dann erklärt er das, was Daniel gesehen hat. The vision isn't continuing. Die Vision oder das Gesicht ist also nicht, fährt nicht fort. So verse 13, Vers 13 they're also, asking about the vision. stellen sie eine Frage über das Gesicht. Verse 2 says, I was at the river when the vision began. Vers 2 heißt es, ich war am Fluss, als das Gesicht begonnen hat. Verse 3, Und Vers 3, the vision has begun. dort beginnt das Gesicht. He sees a ram by the river. Er sieht ein Widder beim Fluss. This ram is Medo Persia. Und dieser Widder ist Medo-Persien. You go through the chapter, Und wenn man durch das Kapitel durchgeht, when you get to verse 9, wenn man dann Vers 9 it brings the third power, sieht, da kommt die dritte Macht the auf. little horn. Dieses kleine Horn. And when you see the little horn, Und wenn man das kleine Horn nun sieht, it talks about the activities, dann spricht es hier über seine Aktivitäten. how it fights against God's people. Wie es gegen Gottes Volk kämpft. And when you get to verse 12, Und wenn man dann zu Vers 12 gelangt, it says, a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. in German it's totally a mess. Okay? So we'll paraphrase that. Im Deutschen ist die Übersetzung nicht so getreu, also im Vergleich zur King James, deswegen werden wir es jetzt selbst zusammenfassen. Schöne, Oh, are you going to paraphrase? are you? Also, verse 12, right? Yeah. Im Vers 12 heißt es, eine Armee wurde ihm gegeben
gegen das tägliche, um gegen das tägliche anzugehen, aufgrund der Übertretung. Und es wurde hier niedergedrückt. No, es überwirft die Wahrheit, es wirft die Wahrheit zu Boden und es praktizierte und florierte. So in verse 10, In Vers 10 nun it says that this power, heißt es, dass diese Macht, this horn, dieses Horn, is going to fight against the host. wird gegen das Heer angehen. This host in verse 10 Und dieses Heer in Vers 10 is the host in verse 13, ist das Heer auch in Vers 13, people of God. nämlich das Volk Gottes. Then verse 12, Und dann Vers 12 it talks about the truth. geht es hier um die Wahrheit. And that truth Und diese Wahrheit is found in the sanctuary of verse 13. Wird im Heiligtum in Vers 13 gefunden. So verse 12, the truth, is connected to the sanctuary. Vers 12, die Wahrheit ist in Verbindung zum Heiligtum. And verse 10, Und Vers 10, the host or the people of God, das Heer oder das Volk Gottes is the same host in verse 13. ist das gleiche Heer in Vers 13. So in verse 13, In Vers 13 also it says, how long is all of this going to happen? heißt es, wie lange wird das denn jetzt nun dauern, dass das alles And it will geschieht? come to its end Und es wird zum Ende kommen, when you get to verse 12, wenn man zu Vers 12 gelangt. and it says that it will do its activities Und dort heißt es, dass es seine Aktivitäten tun wird, whilst it practices and prospers. während es praktiziert und floriert. So that Also word Erfolg hat. practiced Dieses Wort praktizieren means when it does its work. bedeutet, wenn es sein Werk vollbringt. It means to, it just basically means to accomplish its work. Welches bedeutet, dass seine Arbeit gelingt. It can be an industrious work. Es kann ein industrielles Vorhaben sein. It can be to make something. Es kann auch etwas sein, das man also kreiert, macht. So this is the work that it's doing, this practicing. Also es ist eine Arbeit, dass es etwas tut, And prosper etwas praktiziert. Und dieses Florieren means to be successful. bedeutet Erfolg haben. So it's going to successfully do its work. Also es tut erfolgreich seine Arbeit. And after it's successfully done its work, Und the nachdem prophecy comes to its end. Nachdem es nun erfolgreich seine Arbeit zu Ende geführt hat, wird das Gesicht beendet. So if you go through this chapter, Wenn man also nun durch dieses Kapitel hindurchgeht, we have Medo-Persia, da haben wir Medo-Persien, verse 20, Vers 20, Greece, verse 21, Griechenland, Vers 21 and then the little horn. und dann das kleine Horn. It doesn't tell you who that horn is. Und es erklärt dir nun nicht, wer das kleine Horn ist. Now, we're not going to do this in our class, Das werden wir nicht in unserem Unterricht tun. but the little horn comes in two parts, Aber das kleine Horn kommt in zwei Phasen, oder in part zwei 1 and Teilen. part 2. Teil 1 und Teil 2. This is pagan Rome, Das ist das heidnische Rom and this is papal Rome. und das ist das päpstliche Rom. Two parts. Zwei Teile. And verse 12 Vers 12 is speaking about papal Rome. spricht über das päpstliche Rom. So in verse 12, Vers 12 it says papal Rome heißt es, das päpstliche Rom will receive an army wird eine Armee empfangen, to fight against the daily. um gegen das tägliche zu kämpfen. So this is the beginning of its activities. Das ist der Anfang seiner Aktivität. And then once it receives the army Und sobald er nun diese Armee empfangen hat and destroys the daily, und das tägliche zerstört hat, it then turns its attention to something else. wendet er seine Aufmerksamkeit zu etwas anderem.
It begins to destroy the truth. Er fängt an, die Wahrheit zu zerstören. And the last part, practice and prosper, Und der letzte Teil, also seine Arbeit verrichten und zu florieren, the destruction of the truth, die Zerstörung der Wahrheit, that work is successful. diese Arbeit der Zerstörung ist erfolgreich. It succeeds in destroying the daily, Es hat Erfolg, nämlich das Tägliche zu zerstören, and it succeeds in destroying the truth. und hat Erfolg, die Wahrheit zu zerstören. The truth is the kingdom of God, Die Wahrheit ist das Königreich Gottes. and as I say, we're not concerned about the daily. Also, wie ich gesagt habe, über das Tägliche wollen wir eben nicht sprechen. This is the papacy. Also hier sehen wir das Papsttum. When does the papacy stop succeeding? Wann hört denn das Papsttum auf, Erfolg zu haben? So as we saw, Wie wir gesehen haben, there are three things that begin to make it stop succeeding. gibt es da 3 Dinge, die dazu beitragen, dass es aufhört, Erfolg zu haben. The loss of the Jesuit order, Der Verlust des Jesuitenordens, the rising of the United States, das Aufkommen der Vereinigten Staaten and the falling away of France. und das Abfallen von Frankreich. Those three things Diese 3 Dinge bring you to a place where it stops succeeding in its work. bringt dich zu dem Punkt, dass es aufhört, Erfolg zu haben. It stops practicing Es- and prospering. Es hört auf, sein Werk zu vollbringen und hört auch auf, zu florieren, And that Erfolg zu work haben. is finished by 1798. Und diese Arbeit hört dann 1798 auf. So 1798 1798 also is part ist Teil of the 2300 days, der 2300 Tage. not a separate vision. Es ist keine getrennte Vision. And if we went to the next chapter, Daniel chapter 9, the one that's here, Und wenn wir nun zum nächsten Kapitel, Kapitel 9 gehen würden, the last verse is verse 27. der letzte Vers ist Vers 27 And we went 24, 25, 26, 27. und wir haben uns die letzten Verse von ab Vers 24 angeschaut. And it said the last week, which is the 70th week, which takes you to 34. Und dort heißt es, die letzte Woche, die 70. Woche, die uns zum Jahr 34 bringt. But what we didn't do, Was wir aber nicht getan haben, because that was only 27 part A, denn das war nur Vers 27 Teil A. we didn't go to part B of that verse. Wir sind nicht zu Teil B von diesem Vers And if you gegangen. go and read all of the verse, Wenn du nämlich nun hingehst und den gesamten it Vers doesn't end in 34. liest, dann merkst du, dass es nicht 34 aufhört. It ends where? Wo endet es? In 1798. In 1798. And we all know that Daniel 9 is an explanation of Daniel 8. Und wir alle wissen, dass Daniel Kapitel 9 eine Erklärung von Daniel 8 ist. So we have two witnesses, Wir haben also chapter zwei, 8 and chapter 9. wir haben 2 Zeugen, Daniel 8 und Kapitel 9. The last part of 926 Der letzte Teil von 9, 26 and the last part of 927. und der letzte Teil von Kapitel 9, Vers 27. The last part of 26 is easy to see. Der letzte Teil von Vers 26 ist einfach. It's the end of the war. Es ist das Ende des Krieges. It's the end of the war that the papacy makes against the church. Es ist das Ende des Krieges, das das Papsttum gegen die Gemeinde führt. Why does the war end? Warum endet der Krieg? Because Weil the Jesuit order is destroyed, der Jesuitenorden zerstört wurde, France rises up, Frankreich aufkommt and when the Jesuits are destroyed and France is raised up, und wenn die Jesuiten zerstört sind und Frankreich aufkommt, both of those powers beide dieser Mächte end up destroying or killing the papacy. zerstören oder töten das Papsttum. If I can say it that way, a deadly wound is delivered. Wenn ich so sagen kann, die tödliche Wunde. And so the war ends. Somit hört der Krieg auf. And in 8:12, Und in Kapitel 8, Vers 12 it says, heißt es, it will destroy the truth es wird die Wahrheit zerstören, until that time ends. bis dass diese Zeit beendet ist. We know when that happens, Und wir wissen, wann das geschieht. when the papacy receives its deadly wound.
gain. nämlich da, wo das Papsttum seine tödliche Wunde empfängt. So, Second Selected Messages 102. Also ausgewählte Botschaften Band 2, Seite 102. There are special prophecies Da gibt es besondere Prophezeiungen, that are coming to their fulfillment. die zu ihrer Erfüllung gelangen. The nicest one, the easiest one to see is the 1260. Und die einfachste ist die 1260. We've got 3 special events. Da haben wir 3 besondere Ereignisse. The dissolution of the Jesuit order, the raising of the United States, and the demise of France. Die Auflösung des Jesuitenordens, das Aufkommen der Vereinigten Staaten von Amerika und das Aufkommen Frankreichs. So France is a funny nation Frankreich ist eine lustige Nation, because we could say denn wir könnten sagen, the demise of France, its destruction, die Zerstörung von Frankreich, or the raising up of France. oder wir könnten sagen, die Zerstörung oder das Aufkommen von Because Frankreichs. France is going to have 2 titles, North and South. Denn Frankreich hat 2 Titel, Norden und Süden. So as the king of the North, Als König des Nordens it dies. stirbt es, As the king of the South, Aber- it comes alive. aber als König des Südens wird es zum Leben aufkommen. So it's a separate prophecy, Es ist eine getrennte Prophezeiung, but in the passage from 102, aber in dem Abschnitt von 102, it says the prophecy, dort heißt es die Prophezeiung, historical events geschichtliche Ereignisse, that lead to the end. die zum Ende führen. So there's more than one historical event. It's not just that last one. Da gibt es mehr als nur ein historisches Ereignis. There are many. Da gibt es viele. And so we went to Daniel 8 and 9, Also sind wir zu Daniel 8 und 9 gegangen. and what we saw Und was wir dort gesehen haben, was that indeed 1798 war, dass 1798 is part of the vision Teil des Gesichtes ist, of the 2300 days. Teil von den 2300 Tagen. It's not a separate prophecy, it's the same prophecy. Es ist keine getrennte Prophezeiung, sondern die gleiche. In Daniel 8, it's called a vision. In Second Selected Messages, it's called prophecy. In Daniel 8 wird das Gesicht genannt und in zweite ausgewählte Botschaften wird es Prophezeiung genannt. And there's 2 things I want us to note as we finish. Und wenn wir jetzt nun zum Ende kommen, möchte ich, dass wir 2 Dinge betrachten. The first Der erste Punkt is that these prophecies, dass diese Prophezeiungen or the prophecy, oder die Prophezeiung the way Ellen White talks about it, she says this: und die Art und Weise, wie Ellen White darüber spricht, ist, historical events historische Ereignisse showed the fulfillment of prophecy. zeigten die Erfüllung von der Prophetie These were presented. und die wurden präsentiert. The prophecy was seen to be a symbolic representation of events Und die Prophetie wird betrachtet als eine symbolische Repräsentation der Ereignisse, leading to the close of this earth's history. die zum Schluss dieser irdischen Geschichte führt. And what we tend to do, Was wir nun, wir sind geneigt zu tun, because of our weakness, aufgrund unserer Schwachheit we could say our laziness, oder auch, wir könnten sagen, aufgrund unserer Faulheit. 1798. 1798, How do we understand 1798? wie verstehen wir 1798? How do we know it even exists? Wie können wir wissen, dass es überhaupt existiert? Why is that year so special? Warum ist dieses Jahr so besonders? What makes it special? Was macht dieses Jahr so besonders? The prophecy of Daniel 11. Die Prophezeiung aus Daniel 11. Daniel 11 just says at the time of the end. Die Prophezeiung sagt einfach nur zur Zeit des So Endes. what makes it special? Was macht es nun besonders? The unsealing of the book of Daniel? Das Entsiegeln des Buches Daniels? Is that what makes it special? Ist es das, was es so besonders macht? We see how historical events meets prophetic characteristics. We see a historical event
Wir sehen ein historisches Ereignis. And what event do we see? Und welches Ereignis sehen wir? We see the Pope taken captive in 1798. Wir sehen, dass der Papst gefangen genommen wurde im Jahre 1798. If we didn't see that, Und wenn wir das nicht gesehen hätten, what would happen to our prophecy, our story? was würde dann mit unserer Prophezeiung, mit unserer Geschichte geschehen? Would we have one? Hätten wir dann eine? We wouldn't have anything, would we? Na, wir hätten dann gar nichts, nicht? So we're so fixated Wir sind so darauf fixiert, about this historical event. so auf dieses historische Ereignis fixiert. We're really clear about that. Darüber sind wir sehr im Klaren. Then Und dann we go to another one. gehen wir zu einem We'll call it anderen. P2. Und das nennen wir nun P2. What's happened there? Was ist dort geschehen? What year are we in? In welchem Jahr befinden wir uns? We're in 1840. Wir befinden uns im Jahre 1840. Why is that such a big deal? Was ist denn da so besonders? We see the fall of the Ottoman Empire. Wir sehen den Niedergang des Osmanischen Reiches. It's a historical event. Es ist ein historisches Ereignis. So everything's good, we're on track. Also alles ist gut, wir sind auf dem Weg. And then what begins to happen? Und was geschieht dann? Then what begins to happen, Sister Kathy? Was geschieht? So what begins to happen after that Danach, was nun anfängt zu geschehen, is we get lazy wir werden faul, because we can't see anything directly. denn wir können nichts direkt erkennen. We just say they all stop. Wir sagen einfach, ach, das hat alles nun aufgehört. And we're going to go with the last 4 years of Millerite history and say there are no historical events now. Und dann nehmen wir die 4 letzten Jahre der Miller-Geschichte und sagen, da gibt es keine historischen Ereignisse. So for those people who are hot on a thus saith the Lord, Und für diejenigen, die sehr heiß auf ein so spricht der Herr sind, we can see da können wir erkennen, that we're no longer following inspiration. dass wir nun nicht mehr länger der Inspiration folgen. So 2 things to observe. Also 2 Dinge, die wir beobachten möchten. First, Zunächst, we can't see historical events, wir können historische Ereignisse nicht sehen. therefore we assume Deshalb denken wir, that there aren't any, schlussfolgern wir, dass es da gar keine gibt. which is in opposition to God's word. Welches im Gegensatz zu Gottes Wort steht. So either that's right or wrong. Ist das nun richtig oder falsch? If it's wrong, Wenn es falsch ist, which it must be, welches ja Has to sein be muss, wrong, doesn't it? es muss falsch sein, because you no longer have any historical events going on. denn wir haben keine weiteren historischen Ereignisse. So if there are historical events, Wenn es da historische Ereignisse gibt, what do we know about them? was wissen wir dann über sie? Nothing. They're really small, aren't they? Na, der ist sehr klein, sehr wenig wissen They're wir. so small, we've missed them. Sie sind so gering, so klein, dass wir sie verpasst haben. They're not earth-shattering events Es sind keine weltbewegenden Ereignisse, like the papacy, so wie das Papsttum, like Islam. so wie der Islam. These are big events that are all through the newspapers. Das waren große Ereignisse, die durch die gesamten Zeitungen And erschienen sind. if we want to be true to these passages, Wenn wir treu gemäß diesem Abschnitt sein möchten, what we have missed was wir verpasst haben, is the historical events sind die historischen Ereignisse in this version of P3 and P4. in dieser Version von P3 und P4. And we say this is Christ moving from one location to another in the sanctuary above. Und wir sagen, Christus ist vom einen Teil in das andere Abteil des himmlischen Heiligtums gegangen, Which is not an historical event. welches kein historisches Ereignis ist. So either there aren't any, Entweder gibt es keine, which means we're not in agreement with his word, with Welches- God's word, welches bedeutet, dass wir nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort sind, or there are, oder da gibt es and sie we have missed them. und wir haben sie verpasst. So if we've missed them, Wenn wir sie verpasst haben, they're either so quiet dann sind sie entweder so still, that nobody could find them, dass niemand sie finden kann, and that would be unusual, wouldn't it? und das wäre jetzt nicht so gewöhnlich, Or oder they're quite big, sie sind recht groß, but we're looking in the wrong place aber wir schauen im falschen Ort for the wrong thing.
für die falschen Dinge. So I just want to set that up for you to think about. Das wollte ich jetzt hier so sagen, damit ihr darüber nachdenkt. So let me just summarize. Lasst mich zusammenfassen. We've taken these individual prophecies, Wir haben diese individuellen Prophezeiungen 'cause that's what Ellen genommen, White called them. so wie Ellen White sie betitelt. We went with one. Wir haben eine betrachtet. We saw the process that brings it to fulfillment. Wir haben den Prozess gesehen, der sie zum Beenden führt. We need to know those processes. Und wir müssen diese Prozesse, diese Vorgänge kennen. Otherwise, we can't explain the fulfillment, the Ansonsten end. können wir die Erfüllung, das Ende nicht erklären. It doesn't make sense. Es macht keinen Sinn. Then what we saw Dann, was wir gesehen is haben, we can get all of these prophecies and make them one. dass wir all diese Prophezeiungen nehmen können und sie zu einer machen können. And now she calls them historical events Und nun betitelt sie hier als historische Ereignisse, to bring you to the end. die uns zum Ende führen. So we prove that Das beweisen wir, because we saw denn wir haben gesehen, that 1798, dass 1798 one of the special prophecies, eine dieser besonderen is the Prophezeiungen 1260. die 1260 sind. The 1260 Und die 1260 is not prophecy number 4, the 2300 days. ist nicht Prophezeiung Nummer 4, die 2300 Abende und Morgende. They're two independent prophecies. Es sind zwei unterschiedliche, unabhängige Prophezeiungen. But in Daniel 8 Aber in Daniel 8 and 9, und 9, and we went to 8:12, und da sind wir zu Kapitel 8, Vers 12 and we gegangen just looked at 9:26 Part B. und haben uns Kapitel 9, Vers 26, den letzten Teil angeschaut. The end of the punishment Das Ende der Punishment, Bestrafung. it says Danke. the war, end of the war. Und es heißt hier das Ende des Krieges. That's 9:26. Das ist Kapitel 9, Vers 26. 8:12. Und in Kapitel 8, Vers 12 It's successful in its work heißt es, dass es erfolgreich in seinem Wirken ist, of destroying the truth. nämlich die Wahrheit zu zerstören. Both of those verses bring you to 1798. Beide dieser Verse bringen uns ins Jahr 1798. In 1798, Im Jahr 1798 the little horn is no longer successful, ist das kleine Horn nicht mehr länger erfolgreich and the war ends. und der Krieg wird beendet. So 1798, Somit ist 1798 the fulfillment of this special historical event die Erfüllung dieser besonderen historischen Ereignis is the prophecy ist die Prophezeiung, that's brought to view at P4. die hier bei P4 gezeigt wird. They're the same prophecy, Sie not sind- separate, distinct. Es ist die gleiche Prophezeiung, sie sind nicht getrennt voneinander. So we need to understand them in two ways, Wir- separate and singular. Wir müssen sie also auf zwei Ebenen verstehen, einmal separat und einmal als einzige. So that's one point that we picked up. Das ist ein Punkt, den wir aufgegriffen haben. The reason why that's important, Der Grund, warum dies wichtig ist, because if it's a singular prophecy ist, dass wenn es also eine einzige Prophezeiung ist, eine and you singulare, have events occurring, und man hat dann Ereignisse aufkommen, by definition, what must they be durch Definition, was müssen sie sein? in? They must be in order Sie müssen in ihrer Reihenfolge kommen and they must be connected und sie müssen miteinander verbunden sein. because it's a singular prophecy. Denn es ist ja eine einzige Prophezeiung. They're not random things that are happening. Das sind nicht einfach nur willkürliche Dinge, die He's geschehen. at the river Er ist am and Fluss things are happening in a sequence, und Dinge geschehen in einer gewissen Reihenfolge. not randomly. Nicht willkürlich. Everything's in order. Alles ist in seiner Reihenfolge. So we got that point. Wir haben diesen Punkt The second verstanden. one we got Und den zweiten Punkt, is that everything must be what? dass alles was sein muss. An historical event. Ein historisches Ereignis. So if it's historical, Wenn es nun historisch it geschichtlich says ist the end of this earth's history. und es heißt Ende der Weltgeschichte, So where would you see the end of earth's history? wo würde man dann das Ende der Weltgeschichte sehen? In some private study that we're doing in this room? In einem so privaten Studium wie hier in diesem Raum? No. Nein. It's an event that's in the world. Es ist ein Ereignis, das in der Welt geschieht. So we identified two major ones. Wir haben also zwei große herausgestellt. Fall of the papacy Der Fall des Papsttums and the fall of und der Fall von the Ottoman Empire. des Osmanischen In the Reiches Millerite history. in der Miller-Geschichte. Fall of two powers. Der Fall zweier Mächte. Huge events. Es waren große Ereignisse. And then we say, Und dann sagen wir,
we'll get to 1844, Dann gelangen wir ins Jahr 1844 or the last 4 years, 40 to 44, oder die letzten 4 Jahre, 1840 bis 44. and there are no more events happening. Und da geschehen keine weiteren Ereignisse. So either Entweder there are no events, gibt es keine Ereignisse or they're so quiet we can't see them, oder sie sind so still, dass wir sie gar nicht sehen können. or they're big, Oder sie sind groß, but we're looking in the wrong place. aber wir schauen am falschen Ort. A, B, or C. A, B oder C. They're not there, Sie sind nicht da. Es gibt sie nicht. they're too quiet, Sie sind zu klein oder zu leise. or we're looking in the wrong place. Oder wir schauen am falschen Which Ort. one you want to go for, A, B, or C? A, B oder C? C. C. No one else wants to take a B? They're so quiet we couldn't see them. B. Sie sind so still, dass wir sie nicht sehen können. That's what his dream says. Das ist, was sein Traum sagt. Too quiet, or we're looking in the wrong place. Too quiet, B. B. C. C. It's big, but we're not looking properly. Es ist ein We've großes missed- Ereignis, We've missed it. Sister aber wir Rayley. schauen am falschen Ort. C. C. Sister Catherine. C. It's big enough to see, but we're looking in the wrong place. Groß genuges Ereignis, aber wir Was ist schauen da? am falschen Ort. You have to go now? We have to go now. But tell us which it is. Too small, or we're looking in the wrong place. Zu klein oder wir schauen am falschen Ort nach den Ereignissen. If you don't understand, then you look at the wrong place. C. Also C. I know you had your hand up, but we're late. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness wir danken dir für deine Güte and your mercy. und deine Treue. Help us to keep things in order Hilf uns, dass wir Dinge in Ordnung, in Reihenfolge halten. and help us to be true to principle. Und hilf uns, dass wir getreu den Prinzipien sind. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen.